Seit über einem Monat bin ich jetzt schon in Pakistan unterwegs. Die letzten Wochen war ich in Lahore, wo ich wirklich ziemlich viel erlebt habe. Positive wie auch negative Dinge. Zum einen wurde ich krank. Ich hab keinen Bock mehr. Dann machte mir das einheimische Essen wieder zu schaffen. Und wieder einmal hatte ich ziemliches Heimweh. Ich kam wieder auf die Beine und lernte die Großstadt mit über 11 Millionen Einwohnern kennen. Ich genoss meinen Aufenthalt hier wirklich sehr, aber langsam wurde es Zeit, weiterzureisen. Der viele Lärm, die wenige Natur und vor allem die wirklich extrem schlechte Luft machten mir mit der Zeit doch sehr zu schaffen und ich spürte immer mehr das Bedürfnis nach Ruhe und Natur. Mein nächstes Reiseziel ist Islamabad, die Hauptstadt von Pakistan, und morgen geht's auch schon los. Ich bin sehr gespannt, weil dort sind nur 1 Million Einwohner und es gibt dort auch einige Wandermöglichkeiten und das habe ich jetzt wirklich langsam dringend nötig. Ich hatte leider heute Nacht ziemliche Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall. Das kann hier in Pakistan halt einfach immer mal passieren. Ist jetzt zwar ein ungünstiger Zeitpunkt, weil ich eine 4-5 Stunden Busfahrt vor mir habe und dort gibt es keine Toilette, aber ich habe jetzt schon mal Tabletten genommen. Ja, ich hoffe einfach mal, dass alles gut geht. So, ich bin gestern in dem Hostel hier angekommen und es ist jetzt auch schon der nächste Tag. Ich habe dann irgendwie nur noch geschlafen und im Bett gelegen. Heute auch den Tag, weil ich gestern eigentlich fast gar nichts gegessen habe und heute ein paar Kekse, jetzt zum ersten Mal ein bisschen Reis wieder. Und naja, das ist also echt heftig hier in Pakistan. Irgendwie hatte ich jetzt fast jede Woche Magen-Darm-Probleme und es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Reisenden, die ich hier getroffen habe. Aber das gehört halt auch irgendwie mit dazu und möchte ich auch ein bisschen teilen, dass es nicht immer nur perfekt und schön ist und nur reisen und die Sehenswürdigkeiten anschauen oder nette Leute kennenlernen, sondern dass man auch mal einfach krank ist und das relativ oft sogar hier, so Magen-Darm eben, genau. Aber wie auch immer, freut euch auf die nächsten Tage. Ich bin mir sicher, es wird sehr, sehr spannend. Mir geht's endlich wieder besser und seit 5 Tagen war ich jetzt wirklich gar nicht unterwegs, außer mal das Nötigste einkaufen. Und heute habe ich vor, ein paar Erledigungen zu machen, beziehungsweise eigentlich nur 2 oder 3. Zum einen möchte ich zum Barbier gehen, dann will ich noch eine Jacke kaufen, gebraucht, für die Berge, weil ich habe nur eine Regenjacke dabei und ein Vlies. Ich zeige euch jetzt aber, bevor ich losgehe, nochmal meinen Raum, in dem ich schlafe. Und insgesamt zahle ich für die eine Nacht 6 €. So, da vorne stehen dann schon die ganzen Taxis. Und es wird bestimmt auch nicht lange dauern, bis ich jetzt gleich angesprochen werde. Yes, taxi. Okay. F11. Okay. Okay, how much? This go and come back wapas. No, just go. One side. One. Okay. How much? 200. 200? Yeah. Oh. 150? Okay. Okay. 150. Thank you. Thank you. Und ich bin jetzt hier auch schon angekommen vor einer Art Mall oder sowas. Oder Einkaufsbereich, hello. Und so sieht es aus. Der hat mich hier jetzt auch direkt abgesetzt vorm Barbier und dort werde ich jetzt mal reingehen und mir eine neue Frisur verpassen lassen. Maybe something like this. Neue Frisur, beziehungsweise einfach aufgefrischt und ein bisschen reiner das Ganze im Gesicht. Naja, und jetzt hole ich mir kurz was zu trinken und dann geht es wieder mit dem Taxi zu einem Second-Hand-Shop, der mir empfohlen wurde, wo es dann auch Jacken gibt, eben für die Berge. Hello! Taxi? No, okay. Where to go? Taxi? Taxi. Wash him taxi. नहीं यार रहने दो ना wash चल दे मार. And where's the driver? Where are you going?
Okay. Sorry, help I give me. Sorry. You give me 500 rupees mixer. At least I have money now. I'm going to show all the money no sorry. I'm second today. Ich stand jetzt eben, glaube ich, nicht bei den richtigen Leuten. Die haben einfach das Auto gewaschen und waren aber keine Taxifahrer und wollten dann Geld von mir. Aber der Herr hier hat mich dann von der Straße gesehen, hat angehalten, mich dann aufgegabelt und fährt mich jetzt für 200 Rupien. Ich kann jetzt noch irgendwas zeigen. Hier war Google Translate. You know? I'm good friend of yours, let me know. Thank you so much. Okay. Shukriya. Thank Hat you. mir jetzt gesagt, er ist ein guter Freund von mir. Wenn irgendwas ist, soll ich mich melden. Okay. Thank you so much. Thank you. Alright. Goodbye. Bye bye. Und jetzt ab in den Store. Also bis jetzt war ich noch nicht erfolgreich. Ich wurde jetzt von einem zum anderen Laden geschickt. Aber das sieht mir auch nicht so aus, als wäre das irgendwie schon mal getragen, weil ich brauche jetzt nicht unbedingt eine komplett neue Jacke. Naja, ich schaue jetzt einfach nochmal weiter hier. Ich bin jetzt wieder zurück im Hostel. Die Suche nach der Jacke, beziehungsweise das Finden war jetzt nicht erfolgreich. Ich hatte zwar eine in der Hand, aber die war jetzt auch nicht, hat irgendwie auch nicht so gut gepasst und war unten so weit. Und auch gebraucht habe ich da fast gar nichts gefunden an solchen Jacken. Naja, mal schauen. Ich fand es auf jeden Fall trotzdem spannend irgendwie und ich habe ja auch jetzt meine Frisur, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich habe Islamabad dadurch ein kleines bisschen zumindest schon mal besser kennengelernt und es ist hier auf jeden Fall schon mal wesentlich ruhiger als in Lahore und vor allem als in Karachi und naja, dann war es das erstmal für heute. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen zu einem Trail, der hier die Berge hochführt, die direkt neben Islamabad sind. Magala Hills heißen die, glaube ich. Und ja, von dort aus hat man dann eine richtig schöne Übersicht über Islamabad und ich kann endlich mal wieder wandern. Das war auch einer der Gründe, warum ich hergekommen bin. Also es gibt insgesamt 5 Trails, aber ein paar davon sind gesperrt, weil da irgendwie Leoparden unterwegs sind. Was ziemlich crazy ist, weil also so Leoparden, da macht man sich ja in Deutschland überhaupt gar keine Gedanken, dass so einer um die Ecke kommt. Aber naja, ich denke mal jetzt nicht, dass da einer ist, weil der Trail auch geöffnet ist und alles. Und vielleicht treffe ich da ja auch Leute. Also ich bin jetzt noch gar nicht so lange unterwegs und ich merke schon trotzdem, dass ich es überhaupt nicht mehr gewöhnt bin zu wandern. Ich meine, die letzten 1,5 Monate war ich gar nicht wandern. Auf jeden Fall richtig schön und tut total gut, hier unterwegs zu sein. Und die Stille, das ist wirklich wow. Also so eine Stille habe ich seit 1,5 Monaten nicht gehört. Fühlt sich gerade so ein bisschen so an, als wären jetzt die letzten 1,5 Monate, als würden die jetzt so langsam verarbeitet werden irgendwie. Einfach mal dieses zur Ruhe kommen, das hat
total gefehlt in dem ganzen Chaos. Ich habe jetzt die Aussicht genossen und wie man vielleicht schon bei den Drohnenaufnahmen gesehen hat, ist direkt hinter dem Hügel, also hinter mir, ist so eine Station, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Und da fahren dann auch Taxis und viele Leute fahren auch einfach mit dem Taxi hoch und gucken sich dann die Aussicht an. Und ich werde jetzt mit dem Taxi runterfahren, wenn es nicht übertrieben teuer ist, aber davon gehe ich mal nicht aus. Guten Morgen, beziehungsweise eher guten Mittag. Heute ist hier in Islamabad nicht ganz so gutes Wetter, bewölkt, ein bisschen Regen und auch gar nicht so warm. Aber ich werde mir heute trotzdem die eine oder andere Sehenswürdigkeit anschauen. Also ich muss sagen, es ist schon echt ziemlich cool hier oben. Das Monument natürlich, aber auch hier die Aussicht jetzt schon wieder mit den Bergen. Man sieht noch die Stadt und dann hängen die Wolken so in den Bergen drin. Das ist schon ziemlich bemerkenswert. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Museum, das hier auch ganz in der Nähe ist. Da werde ich dann hinlaufen. Und dort sind, so wie ich das verstanden habe, die verschiedenen Lebensart und Weisen über die letzten Jahrzehnte der Menschen dargestellt in Form von so lebensgroßen Puppen oder Figuren. So, ich bin jetzt durch. Richtig umgehauen hat es mich jetzt nicht, aber war mal ganz nett anzusehen und ich merke, ich habe langsam ordentlich Hunger und deswegen werde ich mich jetzt wieder auf den Heimweg machen, beziehungsweise mit dem Taxi. Das ist ein bisschen schade, dass alles immer so weit entfernt ist hier. Und es gibt kein richtiges Stadtzentrum, sondern man ist mehr oder weniger gezwungen, überall mit dem Taxi hinzufahren, weil also hier ist es jetzt extrem weit weg, aber auch die anderen Orte, die etwas näher dran sind, da gibt es halt nicht so wirklich Bürgersteige und dann müsste man an der großen Straße laufen. Das macht dann auch keinen Spaß. Ich bin jetzt wieder im Hostel angekommen und habe auch endlich was Leckeres gegessen. Und bevor ich das Video beende, wollte ich noch mal eine Sache ansprechen, die einigen von euch auch schon aufgefallen ist, dass auf den Straßen oder im öffentlichen Leben kaum Frauen unterwegs sind. Also wirklich zu 90–95% sind es nur Männer. Man sieht gelegentlich auch Frauen, auch des Öfteren mal, aber die filme ich dann nicht, weil das als respektlos gelten könnte und ich dadurch in Schwierigkeiten geraten könnte, was ich ungern möchte. Aber es gibt noch einen Grund, warum das so ist. Und zwar hat das mit den Frauenrechten hier zu tun, die nicht so wirklich vorhanden sind. Besonders wenn die Frauen eben verheiratet sind, ist quasi der Mann der Bestimmer und er besitzt quasi dann die Frau, so wie ich das jetzt hier verstanden habe und darf über alles entscheiden. Und oft ist es dann eben so, dass die Frauen nicht rausgehen sollen oder teilweise auch nicht rausgehen dürfen oder nicht so oft, was dann eben von den Männern entschieden wird, beziehungsweise was auch so einem ganz klassischen Rollenbild hier entspricht. Und ja, das ist schon ganz schön heftig. Auch was ich da für Geschichten teilweise gehört habe, da möchte ich jetzt auch nicht so genau drauf eingehen. Vielleicht erzähle ich später irgendwann noch mal mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Jedenfalls ist das so das, was ich gesehen habe, was ich mitbekommen habe. Und naja, also als Mann dann hier rumzureisen, für mich war es natürlich trotzdem sehr, sehr komisch am Anfang. Ich bin es natürlich aus Deutschland gewöhnt, dass es irgendwie alles 50-50 ist. Es war dann schon heftig, so viele männliche Energien irgendwie da. Da fehlt meiner Meinung nach definitiv ganz, ganz viel. Für mich, weil ich so anders groß geworden bin. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich schon dran gewöhnt, weil es hier einfach so ist und es war nie anders.
Und ja, ich glaube, als Mann fällt einem das dann ab einem gewissen Punkt, gewöhnt man sich dann einfach dran. Wenn man allerdings als Frau hier alleine reist, bezweifle ich tatsächlich, dass man sich da jemals so richtig dran gewöhnt. Naja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Das war's dann jetzt aber mit meinem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall. Damit unterstützt ihr mich und macht mir eine große Freude. Und wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und könnt es dann anschauen. Denn ich habe mich jetzt von diesem klassischen Samstag 11 Uhr Hochladen-Termin irgendwie ein bisschen gelöst, weil es hier einfach schwierig umzusetzen ist. Hier kommen sehr viele unvorhergesehene Dinge, Krankheit, vielleicht kein Internet dann in den Bergen und viele weitere Sachen. Deswegen wird das ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unregelmäßiger, weil die werden immer noch regelmäßig kommen, die Videos, aber in unregelmäßigen Abständen. Vielleicht drücke ich so aus. Deswegen ist es ganz gut, die Glocke zu aktivieren, damit ihr mal Bescheid wisst, wann es News gibt. Und naja, dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Da werde ich weiter in die Berge gehen. Wohin genau, steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall bergig, das kann ich schon mal sagen. Und naja, seid gespannt. Bis dahin.